Hallo. Im heutigen Video geht es um ein neues Gadget, nämlich ein Diagnosegerät von Muka, das V07. Mit dem Gerät können wir auf alle Module, die im Auto verbaut sind, zugreifen. Wir können uns die Daten anzeigen und auslesen. Wir können das Ganze grafisch darstellen lassen. Wir können auch diverse Services hier durchführen und wir können weitere Gadgets an dieses Gerät anschließen. Ja, also wie ihr seht, das ist schon was für den professionellen Bereich, aber natürlich auch für den ein oder anderen Hobbyschrauber sehr, sehr gut geeignet. Ja, wie ihr wisst, ich habe den kleinen Bruder davon schon mal getestet und ausprobiert. Falls ihr das Video nicht kennt, verlinke ich euch hier oben in dieser Infokarte und dort könnt ihr euch das Ganze mal anschauen. Dort gehe ich ins Detail auf jedes einzelne Menü ein. Mache ich jetzt natürlich nicht, sonst würde das einfach den Rahmen des Videos sprengen. Man kann also sagen, das, was der kleine Bruder kann, kann der Große natürlich auch. Die Menüführung und alles ist genau das Gleiche. Der hat einfach nur viel, viel, viel mehr Funktionen. Ja, falls ihr euch für das Gerät interessiert, wie gesagt, verlinke ich euch unten in dieser Videobeschreibung und auf meiner Internetseite, was ihr bekommt. Ihr bekommt natürlich das ganze Gerät, ihr bekommt ein schönes Hardcase, mit dem ihr das Gerät sauber transportieren könnt. Ladegerät, Adapter für verschiedene Länder, USB-Kabel, Handbuch und natürlich den OBD-Dongle. Wie ihr seht, das Ganze funktioniert kabellos über Bluetooth. Und ja, das ist schon eine feine Sache. Hat man sich einmal daran gewöhnt, kein Kabel mehr hier rumhängen zu haben, ist das schon richtig cool. Man kann also auch mit dem Gerät mal rausgehen, vorne an der Motorhaube was machen und immer noch die Daten direkt einsehen, ohne dass man irgendwie limitiert auf die Kabellänge ist. Oder auch wenn man mit dem Auto fährt, eine Live-Diagnose durchführt, hat man nicht das Kabel irgendwie zwischen den Beinen hängen, was ja eine Gefahrenquelle darstellt. Oder dass man irgendwie Angst haben muss, dass man das Kabel aus Versehen rauszieht. Hat man also mit dieser Konstellation nicht. Das ist schon richtig, richtig cool. Aber kommen wir jetzt zum eigentlichen Gerät. Das Gerät hat eigentlich nur einen Powerknopf und hier unten zwei Anschlüsse, klassisch USB und USB-C. Darüber können wir also das Gerät laden, an den PC anschließen, um Daten zu kopieren, aber auch weitere Gadgets anschließen, die ich euch dann zeigen werde. Dadurch, dass auf dem Gerät Android läuft, kann ich jetzt auch den Bildschirm aufnehmen und blende euch das Ganze hier schön ein. Mache ich nämlich jetzt. Und Bildschirmaufnahme läuft. Also, Android läuft da drauf, sprich die Menüführung ist relativ klar. Auch oben haben wir so ein Menü, wie bei Android üblich. Ich kann also hier die Helligkeit des Displays einstellen. Das Ding ist richtig hell. Ich zeige das mal. Weiß nicht, ob man das sieht. Bei mir reicht auf jeden Fall so die mittlere Helligkeitsstufe vollkommen aus. Man kann natürlich den Ton hier ein- und ausschalten, leiser und lauter machen. Wenn man sich ein Video anschaut oder sonst irgendwie so ein How-To-Video, läuft alles über das Gerät. WLAN, Bluetooth ein- und ausschalten. Man kann hier Screenshots machen, den Videorekorder einschalten, das, was ich ja schon gemacht habe. Man kann aber auch hier die Kamera aktivieren. Wie ihr seht, für Dokumentationszwecke hat hier vorne eine Kamera und ja, man muss also kein weiteres Gerät irgendwie dabei haben, um dann irgendwas zu dokumentieren, sondern man macht einfach mit dem Gerät direkt ein Bild und fertig. Genau. Wir schauen uns mal an über den Knopf hier Speichern. Dort sehen wir, welche Module installiert sind und wie lange diese gültig sind. Wie ihr seht, viele, viele Hersteller werden hier aufgelistet, die ganzen Module, die unterstützt werden und wie lange sie gültig sind. Wenn ihr jetzt das Gerät erwerbt, bekommt ihr 3 Jahre lang Updates kostenlos und danach könnt ihr, wenn es benötigt wird, ja das Abonnement verlängern. Ja, gehen wir mal ganz schnell auf die automatische Suche ein. Dort können wir uns mit dem verbundenen Auto verbinden und haben dann Zugriff auf alle Module, die im Auto verbaut sind. Nicht nur eine Handvoll, sondern wirklich alle Module, die im Auto verbaut sind, können wir zugreifen. Wir können also ein Modul dann auswählen, uns dann die Daten anzeigen lassen in tabellarischer Form. Wir können auch die einzelnen Einheiten, die es gibt, umändern. Wir können uns aber auch, wenn wir denn wollen, uns diverse Werte auch grafisch darstellen lassen. Das ist bei einer Live-Diagnose, wenn man mit dem Auto jetzt fährt, sehr, sehr sinnvoll. Da sieht man direkt, wo es vielleicht Ausreißer gibt. Dass man die Daten natürlich speichern kann, im Nachgang nochmal sich anschauen kann, habe ich schon im anderen Video erklärt. Funktioniert also auch, wenn ihr sehen wollt, wie es funktioniert, schaut euch das alte Video an. Hinzu kommt, dass wir hier auch Wartung haben, das sind die Services, sprich, ja, der kleine Bruder kann eine Handvoll an Services bedienen und hier haben wir viele Services, wie ihr seht, die das Gerät unterstützt. Von Brake Reset,
Also Wartungsmodus der Feststellbremse aktivieren oder deaktivieren, damit die hinten aufgeht, dass man Bremsbeläge, Bremsscheiben wechseln kann. ABS-Bleeding, falls man zum Beispiel den Bremssattel gewechselt hat, um halt das Ganze zu entlüften. Diesel-Partikelfilter, Regeneration kann man hier nochmal manuell anstoßen, wenn man denn möchte. Man kann die Drosselklappe nochmal neu anlernen. Man kann, ja, wenn man Injektoren verbaut oder die Injektoren ausgetauscht hat, muss man diese nochmal neu anlernen. Auf den Injektoren steht ein Code, den muss man dem Auto mitteilen. Kann man darüber machen, sonst bringt der Tausch der Injektoren nämlich nichts. Man kann den Ölstand zurücksetzen, also wenn man eine Wartung gemacht hat. Genau, Odometer. Man kann hier auch das Kombi-Instrument anpassen, wenn es denn getauscht worden ist, damit der Kilometerstand nochmal stimmt. Genau, was kann man hier noch? Steering Angle Reset. Genau, falls man mit dem Lenksensor irgendwie Probleme hat, kann man den hier nochmal resetten, nochmal neu kalibrieren. Also wie ihr seht, ein Haufen an Services, die hier unterstützt werden. Und es gibt gefühlt jede Woche Updates für diverse Module. Werden dann automatisch über WLAN runtergeladen und aktualisiert. Immobilizer Reset bedeutet, man sieht, welche oder wie viele Schlüssel angelernt sind. Kaufe ich jetzt einen Gebrauchtwagen und ich bekomme 2 Schlüssel mit, sehe aber, es sind 4 Schlüssel oder mehr angelernt, ist es natürlich blöd, wenn ich nur 2 Schlüssel bekomme und irgendwo in der freien Wildbahn noch 2 weitere Schlüssel sind, die mein Auto aufmachen können und mit denen auch weggefahren werden kann. Kann man also Schlüssel löschen, nochmal neu anlernen. Wie gesagt, nicht nur für Ford, sondern für alle Modelle kann man die ganzen Services hier durchführen. Was kann das Gerät denn jetzt noch im Vergleich zum kleinen Bruder? Man kann hier über die Module noch weitere Gadgets anschließen. Man kann also einen Batterietester hier mit anschließen und dann darüber die Batterie testen, also die Gesundheit der Batterie testen und einen kompletten Check machen. Habe ich jetzt nicht da, kann ich euch nicht zeigen. Man kann einen Drucker anschließen, um direkt Sachen auszudrucken. Wenn man hier zum Beispiel einen Bericht erstellt hat, kann man dann direkt Sachen ausdrucken. Man kann hier Videoskop betreiben, sprich so eine kleine Endoskopkamera kann man anschließen und dann auch direkt das Bild sehen. Oszilloskop kann man auch hier erwerben, anschließen und dann kann man sich schön die Signale, die auf unserem Bus gesendet werden, sich hier anzeigen lassen. Eine richtig geile Sache. Es gibt nämlich hier vor allem bei dem CAN-Bus und sonstigen Bussen, die es hier gibt, hat man mit einem Multimeter einfach keine Möglichkeit, die Signale sich irgendwie anzeigen zu lassen. Die ist einfach zu schnell, man bekommt da, das Multimeter kriegt das ja gar nicht mit. Und hier mit dem Oszilloskop hat man dann die Möglichkeit, sich die Signale schön anzuschauen. Ja, richtig geiles Ding. Wie gesagt, schon für den professionellen bzw. semi-professionellen Bereich gedacht. Kann ich also nur jedem ans Herz legen, der mit diversen Modellen arbeitet, also Autoherstellermodellen arbeitet. Man hat also ein Gerät, das im Prinzip alles abdeckt, alles kann und muss nicht zwischen diversen anderen Geräten hin und her tauschen, weil man vielleicht nur ein Modell oder nur einen Hersteller da durch ein gewisses Gerät abgedeckt hat. Also, für jeden, der da irgendwie Spaß, Interesse daran hat, am Basteln bzw. eine eigene Werkstatt hat, wäre das vielleicht eine Überlegung wert, sich sowas anzuschaffen, um dann halt wirklich mit diesem Gerät hier zu arbeiten. Ja, wie ich schon erwähnt hatte, batteriebetrieben. Ich habe jetzt locker 10, 12 Stunden damit gespielt und die Batterie ist immer noch bei 43%. Ja, hält also auch ewig lang, auf jeden Fall mindestens 1, 2 Arbeitstage hält die Batterie mindestens durch. Man muss es also nicht immer wieder laden, auch sehr gut. Ja, wie gesagt, für alle, die Interesse daran haben, schaut es euch einfach mal an. Ich verlinke es unten in der Videobeschreibung und auf meiner Internetseite. Und ja, das war's mal zu diesem Gadget, was ich jetzt mal ausgetestet habe, ausprobiert habe, damit ihr auch mal wisst, was es denn so auf den Markt gibt. Okay, ich hoffe, das Video hat euch gefallen, wünsche euch noch wie immer einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao!